Heute, da backen wir so ein super saftiges Dinkel-Vollkornbrot. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Nico Staniszuk. Schön, dich zu sehen. Und das Brot wird nicht nur besonders saftig, sondern auch besonders aromatisch, weil wir uns ein klitzekleines bisschen Zeit vorher nehmen und ein Brühstück herstellen. Wie das funktioniert, zeige ich sofort. Legen wir los, backen wir ein richtig leckeres Dinkel-Vollkornbrot. Das klitzekleine bisschen Zeit, das ich gerade ansprach, bezieht sich auf das Brühstück, das wir als erstes machen. Dadurch wird das Brot aromatischer, saftiger und bleibt länger frisch. Dafür werden 200 Gramm Dinkelmehl Typ 1050 und 200 Gramm kochendes Wasser für 3 bis 5 Minuten mit den Knethaken des Mixers verknetet. Alle Mengenangaben stehen auch nochmal unterhalb vom Video in der Infobox und da ist auch genau nochmal der Link zu meiner Homepage. Da gibt es das ganze Rezept nochmal zum Nachlesen. Ja, das sollte bei dir wesentlich geschmeidiger aussehen als bei mir, aber ich habe einfach die falschen Knethaken für meinen Handmixer hier. Das sind Ersatzstäbe und die funktionieren nicht wirklich. Anschließend das Brühstück abdecken und für mindestens 18 bis 20 Stunden in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag kommen 110 Gramm Wasser, 5 Gramm Trockenhefe oder 13 Gramm frische Hefe, 200 Gramm Dinkelmehl Typ 1050 und 10 Gramm Salz zum Frühstück dazu. Ich bringe das erst alles mit der Teigkarte etwas zusammen. Wenn das nicht mehr funktioniert, geht es mit der Hand weiter. Wenn die Zutaten soweit zusammenhalten, den Teig auf die Arbeitsfläche stürzen. Jetzt beginnt die Knetzeit von 8 Minuten. Da Dinkel sehr eiweißreich ist, ca. 15% Eiweißgehalt gegenüber 12% Eiweiß beim Weizen, braucht man ihn nicht so lange zu kneten wie Weizenteige, um das Gluten zu entwickeln. Um zu testen, ob der Teig lange genug geknetet wurde, mache ich hier den sogenannten Fenstertest. Mit etwas feuchten Händen ein Stück vom Teig greifen und ausziehen, bis man die Finger hindurch sehen kann, ohne dass der Teig zerreißt. Wenn der Teig den Test bestanden hat, decken wir ihn ab und lassen ihn für 1 Stunde gehen. Nach einer Stunde hat sich das Volumen in etwa verdoppelt und wir formen den Brotleib. Den Teig und die Arbeitsfläche dafür etwas mit Mehl abstäuben. Das Teigstück dann zu einem etwa 25 x 20 cm großen Rechteck ziehen. Die oberen Ecken dann zur Mitte hin einfalten und anschließend die sich sozusagen gebildete Spitze darüber falten und andrücken. Das Ganze wiederholen und dann weiter zur Rolleform dafür mit den Daumen den Teig so ein bisschen so auf Spannung einrollen. Um ordentlich Spannung im Teig aufzubauen, rolle ich das Teigstück dann noch so straff wie möglich auf. Die Teigoberfläche dann nochmal mit etwas Mehl abstäuben und die eben gerade geformte Rolle dann noch weiter zu einer größeren Rolle ausrollen. Und zwar so groß wie die Backform ist, nach Möglichkeit, und nicht so zögerlich wie ich das hier mache, nur halb so groß wie die Backform. Der Brotleib geht dann nämlich auch wesentlich gleichmäßiger auf und das Brot wird einfach schöner. Das Teigstück dann in eine Backform legen. Meine Form ist 25 x 9 x 10 cm groß, nur fürs Protokoll. Und ich habe sie bereits mit Backpapier ausgekleidet. Dann lässt sich das Brot später super leicht entnehmen und die Form bleibt sauber. Die Teigoberfläche dann mit Wasser einsprühen und mit 2-3 Esslöffeln voll Haferflocken bestreuen. Die Backform abdecken und den Teig für 90 Minuten gehen lassen. Den Backofen rechtzeitig auf 240 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Eine hitzebeständige Form, ich verwende eine kleine Auflaufform aus Glas, mit ca. 1 Liter Wasser füllen und schon während dem Vorheizen auf den Boden des Backofens stellen. Der Teig sollte jetzt so weit aufgegangen sein, dass er mindestens den Rand der Backform erreicht hat. Die Form dann in den Ofen schieben, zweiter Einschub von unten und das Brot für 10 Minuten backen. Nach 10 Minuten die Temperatur auf 200 Grad senken und die Form mit dem Wasser aus dem Ofen nehmen.
Das Brot weitere 50 bis 55 Minuten backen. Anschließend das Brot aus dem Ofen nehmen, sofort aus der Form stürzen und auf einem Gitter abkühlen lassen, um zu verhindern, dass sich Kondenswasser bildet und das Brot aufweicht. Ich konnte jetzt noch gerade dieses kleine Stückchen bis zum Ende retten. Meine Frau war so freundlich und hat das Brot bei den Nachbarn verteilt, weil die lieben das. Also, ich kann wirklich empfehlen, unbedingt ausprobieren, das ist mega lecker. Ich möchte jetzt eigentlich direkt da reinbeißen, lass das aber lieber bleiben. Also, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du hier diesen roten Knopf drückst und meinen Kanal abonnierst. Wenn dir das Video gefallen hat, sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da, das hilft mir wirklich sehr. Ja, das gesagt, ich verabschiede mich. Ich muss ein neues Dinkelvollkornbrot backen gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier. Ganze Dinkelvollkornbrote backen gehen. Tschüss. Ich beiß jetzt einfach mal rein. Das schmeckt schon ohne Belag. Da muss nichts drauf. Das ist so saftig. Da brauchst du keine Butter, Margarine oder irgendwas. Nicht mal eine Scheibe Salami oder was auch immer. Das ist einfach nur lecker. Ich weiß, man isst so ein Brot nicht, aber hier, ich weiß, man pult auch nicht so aus der Mitte vom Brot raus, aber wenn man sein Brot selber backt, dann kann man auch selber machen, was man will. Tschüss. Bye, bye.